Oh, was ist los? Oh shit, schon wieder Dienstag und ihr wollt ein Video sehen. Also gut, dann gehen wir halt nochmal in die Werkstatt. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Heute Technik. Wir haben hinter mir die SWT 100. Über die berichten wir jetzt schon eine ganze Weile. Auch in den Social Medien, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Mit diesem Bike wollen wir, Jörg und ich, unsere Afrika-Dakar-Tour machen, also Dakar 84-Tour. Jetzt 40 Jahre später, 20 Jahre SWT. Und da haben wir natürlich immer was zu berichten. Gehen wir mal auf den ersten Punkt für mich ein. Die SWT 100 ist natürlich was von mir geschweißtes. Das ist natürlich ein Rahmen von mir mit Rahmenverstärkung. Ausgangsbasis ist der R100R-Rahmen. Finde ich als Gepäcklösung besser. Meistens sind die Rahmen in einem besseren Zustand. Und damit können wir dann ganz viel anfangen. Ja, gehen wir ganz in die Details. Dann haben wir hier einen neuen Endantrieb. Nagelneu von BMW geliefert. Natürlich gibt es den nur noch mit ABS. Und deshalb haben wir unseren ABS-Stopfen hier montiert. Weiter in der Liste die neue Kardanwelle, frisch von BMW gekauft. Und auch hier sieht man, dass wir schon Hand angelegt haben. Die sind im Knickwinkel nicht immer so genau. Und deshalb müssen wir hier fürs Kreuzgelenk mehr Freiraum schaffen. Für uns ist es ein ganz guter Indikator zu sehen, wie die Schwinge im Rahmen nach unten hängt. Und wenn ihr das seht. Auch ein Gimmick ist unser Wüstenluftfilter. Also der rettet einem in der Wüste wirklich den Arsch. Bei dem ist es so, dass die Filterplatte hier drauf sitzt und der Dreck sich runterschüttelt und dann nicht auf dem Plattenluftfilter liegt. Versucht mal einen Plattenluftfilter zu wechseln, wenn da oben 2 cm Sand drauf sind. Beim Rausziehen werdet ihr es nicht schaffen, die Platte zu entfernen, ohne den Filter mit Sand zu fluten. Deshalb gibt es diesen Filter. Der nächste Punkt ist das Tractive Federbein. Wie ihr seht, starr. Also ich würde jetzt mal hier von einem Hardtail reden. Nein, das ist nicht das Tractive Federbein. Ich war letzte Woche bei Hahn Wheels und bei Tractive und da gibt es für euch ein neues Video. Und in dem Video seht ihr, wie Elmo und ich ein Federbein zusammenbauen. Wir wollen euch nur neugierig drauf machen. Das Video wird vielleicht nächste Woche online gehen. Ich brauche noch ein bisschen Content. Nächster Punkt ist natürlich die Schwinge. Hier haben wir die neue Schwinge aus dem Vollen gefräst. TÜV-Gutachten ist in Vorbereitung. Die Schwinge wird unten zugeschweißt. Warum machen wir sowas? Die müssen auch gefertigt werden und die kann man wirklich nicht fertigen von hinten oder von vorne, sondern wir brauchen einen Einstieg zur Bearbeitung und deshalb ist sie hier offen und wird nachher hier zugeschweißt. Ist jetzt Prototyping im höchsten Sinne und damit wollen wir losfahren. Deshalb 2 Stück. Das ist der Rallye Tower. Der ist aus dem Vollen gefräst mit einer stabilen Carbonplatte. Auf dem Rallye Tower montieren wir 2 USB-Steckdosen, einmal den Schalter für die Heizgriffe vom Coolride, dann haben wir unseren Acewell Tacho, wir haben einen Switch für eine neue Elektronikbox, die der Axel Joost für uns entwickelt hat, das ist hier. Und über diese Box können wir 4 Leitungen, 4 Versorgungsleitungen steuern. Das ist jetzt absolut im Test. Und wenn das funktioniert, nehmen wir es von euch mit dem Shop auf. Wir sparen uns dann einen Haufen Sicherungen. Dann haben wir natürlich die Lichtmaschinenkontrollleuchte und ein paar Schalter, die euch nichts angehen. Ja, wie sichern wir das Ganze ab? Da haben wir bei der Firma Aurora Rallye haben wir uns einen Sicherungskasten geholt. Und da kommen 3 oder 4
selbstreparierende Schmelzsicherungen rein. Das ist der Sicherungskasten. Das ist bestimmt ein Stück, was die nur zukaufen, aber ich habe das nirgendwo auf dem Markt gefunden. Jo, zur Elektrik gehen wir auch mal weiter vom Tower runter. Da haben wir hier eine Paneele. Die ist jetzt aktuell noch aus Holz. Die wird dann aus Alu gemacht. Das sind unsere 2 Alu-Kühlkörper für die 2 Zündschaltgeräte. Hier sind die 2 Zündspulen von der Firma PVL. Und so ist es dann gedacht. Mit einem dichten Starterrelais. Die Platte aus Aluminium mit 3 Massepunkten. Ja, wenn das dann nicht funktioniert, dann haben wir uns noch einen Kickstarter aus Edelstahl vorbereitet. Der kommt dann an die Bikes ran. Als Notlösung. Den verbiegt man nicht, da gibt dann höchstens die Welle auf. Also wir machen da keine Geheimnisse draus. Wir werden euch da ein bisschen auf dem Laufenden halten. Auch wie gesagt das Video Tractive. Vielleicht kommt dann auch ein Video Hahnwheels noch dazu. Bleibt am Ball. Abonniert unseren Kanal. Macht die Glocke an. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder was sonst. Das ist komisch, dass man euch immer alles sagen muss, was ihr machen müsst. Ne? Ich danke euch fürs Zuschauen. Euer Manuel Schad von SWD Sports.